Moin, heute geht es wieder um die Liebe. Und zwar, warum du noch Single bist, warum das überhaupt nicht schlimm ist. Ich teile mit dir meine Erfahrung, was mir geholfen hat, damit besser umzugehen. Und natürlich geht es auch um den Seelenpartner, die Dualseele oder die Zwillingsflamme, wie auch immer du das nennen möchtest. All das verrate ich dir jetzt in diesem Video. Ich bin's, Annette Burmester, dein Channel Seelenexpertin und Visionärin mit meiner Seele Easy. Und es ist wieder so schön, dass du da bist. Okay, lass uns loslegen. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, wenn du mich länger verfolgst, bestimmt. Ich war 20 Jahre Single. Also ich weiß ganz genau, was es bedeutet, Single zu sein. Und ich habe damals irgendwann für mich auch mal so einen Spruch entwickelt, dass ich gesagt habe, ja, ich bin Single, aber nicht krank. Weil du kennst es vielleicht auch, dass du oft so behandelt wirst wie so ein Aussätziger oder als ob irgendwas nicht mit dir stimmt, weil so ein enormer Druck von der Gesellschaft kommt und den Druck übernimmst du irgendwann selbst. Ich war, möchte ich von mir behaupten, ein Single, der eigentlich ganz glücklich war, aber natürlich hatte ich auch diese einzelnen Begegnungen oder diese einzelnen Erfahrungen gemacht, die mich oft sehr, sehr traurig gemacht haben. Und wo natürlich auch die ganzen Selbstzweifel hochkamen, was stimmt mit dir nicht, bist du nicht liebenswert, ist denn da keiner für dich vorgesehen und das kennst du bestimmt auch. Und ausgelöst ist das ja alles eben auch von unserem Umfeld, von der Gesellschaft, aber letztendlich dann auch von uns, wie bei allem. Ich meine, würden wir gar nicht wissen, dass man da irgendwie mit einem Typen zusammen sein soll, würden wir natürlich gar nicht drauf kommen, wie bei so vielen Dingen. So, aber es wird uns ja vorgelebt. Es wird uns vorgelebt, du sollst irgendwann einen Mann finden und dann sollst du heiraten und dann sollst du Kinder kriegen und eine Familie gründen und ein glückliches Familienleben leben, eine glückliche Ehe leben. Aber was die wenigsten einfach für sich, sage ich mal, definieren oder für sich überhaupt erkennen, ist, ich muss ja nicht einfach so mit einem Typen zusammen sein, sondern das soll schon Hand und Fuß haben. Das soll schon Mr. Right sein. Das soll schon der richtige Mann für mich sein. Aber sich null darauf vorbereiten und eigentlich überhaupt gar nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Wünsche sind. All diese ganzen Dinge, was ihre Träume sind, sich damit gar nicht auseinandersetzen, sich oft in eine Partnerschaft oder Beziehung reinstürzen. Und was ich dann immer so gemein finde, ist, weil wenn du dir das mal anschaust, das heißt ja nicht, dass Paare gleich glücklich sind, dass sie eine wunderbare Ehe oder Beziehung oder Partnerschaft miteinander führen. Das ist oft gar nicht so. Aber es wird natürlich nach außen, oh, es ist alles gut uns vorgespielt. Und wir denken immer, wir sind die einzigen Idioten, die es nicht auf die Reihe kriegen, weil wir halt noch Single sind. Dabei spielen ja ganz unterschiedliche Erfahrungen und Glaubenssätze, innere Überzeugungen und auch Blockaden natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Das, was wir von klein auf an irgendwo erlebt haben, wo wir für uns gesagt haben, nee, das will ich nicht, für uns abgespeichert haben, weil wir vielleicht etwas erlebt haben bei unseren Eltern, wo wir uns erschrocken haben, es beobachtet haben, wo wir gesagt haben, nee, sowas, so eine Beziehung will ich nicht führen oder so eine Ehe will ich nicht führen. Und dann wird es natürlich schwieriger, weil du das mit dir rumschleppst, aber natürlich unbewusst und du denkst immer, komisch, wieso, ne? Komme ich denn da nicht weiter? Oder wieso kommt denn jetzt nicht der Mann und all diese Dinge? Und so kann es natürlich, guck mal, wir haben unterschiedliche Ängste. Wenn du vielleicht lange Single bist, kann es durchaus sein. Und darum ist es immer so wichtig, da wirklich mal nachzuforschen, was ist denn das mit mir? Dass du dich mal wirklich richtig kennenlernst. Hatte ich ja neulich auch schon mal ein Video drüber gemacht, dass du erstmal dir die Partnerschaft schenkst, weil du die längste Beziehung führst du mit dir selbst, die du dir letztendlich auch im Außen wünschst. Was ist dir wichtig? Wie möchtest du mit dir umgehen? Und so kann es zum Beispiel sein, dass du vielleicht Bindungsängste hast. Habe ich gehabt. Ich habe jahrelang Bindungsängste gehabt, aus verschiedensten Gründen. Ein ganz extremer Hauptgrund war zum Beispiel mein Zugunglück, was ich mit Anfang 20 hatte, wo ich gar keine Nähe mehr zulassen konnte, weil ich weiß noch, nach dem Zugunglück hatte ich dann auch noch mal einen Freund, aber ich bin jedes Mal aufgewacht, schweißgebadet, ist er noch da oder lebt er noch oder ist er gestorben? Weil ich ja damals eine sehr, sehr gute Freundin von mir verloren hatte bei diesem Zugunglück. Also das war wirklich so ein Drama, was ich in mir festgesetzt hatte, was ich natürlich lange Zeit mit mir rumgeschleppt habe. Aber natürlich kamen da auch noch andere Dinge hinzu. Ich wollte mich nicht abhängig machen vom Mann und all diese ganzen Sachen. Was du da alles dir so zusammenbraust, unbewusst,
Und so kann es natürlich kommen, dass du ganz, ganz lange Single bist, weil du letztendlich hast du zwar den Wunsch nach einer Partnerschaft, aber weißt du, so auf der einen Seite bist du auf dem Gaspedal, auf der anderen Seite immer auf der Bremse, weil du sagst, nein, 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 nein. Und dementsprechend suchst du dir natürlich auch die Typen aus, die ja mit dir keine Beziehung eingehen können, weil die genau solche Probleme haben. Oder was ich oft gemacht habe, ist, weil ich halt so ein Control-Freak war, was ich mir irgendwann mal aufgebaut habe, dass ich mir immer Typen ausgesucht habe. Natürlich war ich auch in den 20 Jahren mal verliebt. Die konnten das gar nicht leisten. Die konnten das gar nicht leisten, was ich wollte. Natürlich war ich so, oh, die Selbstbewusste und so, ja, super faszinierend. Und dann wollte ich auf den Arm, dann konnte ich es natürlich nicht letztendlich handeln. Kennst du vielleicht auch. Und das ist das Spannende, einfach mal wirklich zu schauen, weil das kann ja genauso gut sein, und das erlebe ich oft auch bei Menschen, die in einer Beziehung sind, dass die aus Angst, alleine zu sein, sich in eine Beziehung stürzen und da letztendlich überhaupt nicht glücklich sind. Und darum, das musst du für dich letztendlich entscheiden, wie du damit umgehen möchtest oder was du letztendlich für dich richtig oder nicht richtig hältst oder was du für normal oder unnormal hältst. Ne, da ist jeder für sich, soll das für sich bitte entscheiden, und dass du auch dir selbst diesen Druck rausnimmst, den diese Gesellschaft ja irgendwo aufbaut. Und ich kenne das so oft, wie oft kam, ob es mein Vater war oder wer auch immer oder Freunde und Bekannte. Also, dass du noch keinen Freund hast, das verstehe ich nicht. Du bist doch eine attraktive Frau, du bist doch eine tolle Frau hier und da. Und was sollst du da noch sagen? Du weißt es ja selbst nicht. Weil all die natürlich erst, wenn du dich damit auseinandersetzt, kannst du es natürlich ändern und weißt dann, okay, da war diese eine Blockade, die mir im Weg stand. Aber wenn du das nicht weißt, und ich wusste das viele Jahre nicht, ich habe ja erst als ich nach Kapstadt gegangen bin, 2007, erst überhaupt damit angefangen, mich damit mal auseinanderzusetzen. Und vorher hatte ich davon keinen blassen Schimmer, ich habe mich auch gewundert. Also, Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch von klein auf an, wusste ich, da gibt es diesen einen Mann. Diesen einen Mann, der für mich bestimmt ist. Und natürlich kam ich auch zwischenzeitlich, kam Selbstzweifel hoch, ist ja ganz klar. Ich meine, Annette, hast dich vielleicht geirrt und ich gibt es vielleicht nicht. Weil viele haben auch gesagt, ach, hör mal auf, diesen einen, den gibt es nicht und du bist immer so wählerisch. Ja, sei wählerisch, sei wählerisch. Es ist dein gutes Recht, wählerisch zu sein. Du musst nicht jeden nehmen, sondern du darfst auf diesen einen Mann, darfst du gerne warten. Das heißt aber nicht, dass du jetzt keinen Spaß mehr hast oder dass jetzt gar kein anderer Mann mehr in dein Leben kommt. Du darfst davon überzeugt sein, dass irgendwann dieser Mann auch auftritt. Das ist nämlich dieser Seelenpartner. Bei mir hat es lange gedauert, der ist erst mit Anfang 40 gekommen, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und all diese Sachen, die ich erfahren habe in diesen 20 Jahren, auch diese Ausgrenzung, oder kennst du, dass du bist auf einer Hochzeit eingeladen und der Brautstrauß soll geworfen werden und sie rufen zuerst deinen Namen, Annette, wo du dich eigentlich schon versteckst, weil du es hasst, dich dahin zu stellen bei diesen ganzen hungrigen Mädels, die so einen Bock haben, einen Brautstrauß zu fangen, weil sie ja alle einen Typen haben und du hast keinen, also wenn du den fängst, dann stellst du dich dahin schon an den Rand, dann wollen sie dich natürlich in die Mitte stellen. Sie meinen es ja gut, aber letztendlich ist das wirklich, das ist ja ein Horror. Und wenn du den fängst, da ist ja noch nicht mal ein Typ, der blass wird. Verstehst du, was ich meine? Es ist so gemein. Es gibt auch, oder du bist auf einer Party. Kennst du das? Du bist auf einer Party als Single und diese ganzen Mädels, die einen Typen haben, die giften dich schon so ein bisschen an, weil sie sagen, hey, das ist meiner, wo du sagst, sorry, aber den will ich doch überhaupt nicht. Und das sind so viele Sachen, oder du wirst nicht eingeladen, weil du keinen Freund hast oder keinen Partner. Es gibt so viele Dinge, die es wirklich einem nicht einfach machen, Single zu sein. Wo einem immer eingeredet werden will, oh, nur mit einem Mann wirst du glücklich. Nein, du kannst dich auch selbst glücklich machen. Und was ich für mich damals halt herausgefunden habe, und da hat mir halt wirklich die Selbstliebe gefunden, die ich ja 2007, als ich nach Kapstadt angefangen habe, wirklich zu lernen und zu leben, nämlich erstmal mir die Liebe zu schenken, erstmal mir die Achtsamkeit und Wertschätzung zu schätzen, erstmal mich kennenzulernen, wer bin ich denn eigentlich? Und auch meinen Wert zu erkennen. Und auch mich vorzubereiten auf meinen Partner. Was will ich denn einfach? Wie stelle ich mir denn eine Partnerschaft vor? Das hat mir so sehr geholfen, weil ich dadurch immer klarer wurde. Ich wurde immer selbstbewusster, weil ich eben meinen Wert kannte. Und ich wusste, ich darf wählerisch sein.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das letztendlich auch gönnst und dir selbst den Druck rausnimmst. Weil, das ist ja das Gemeine, die Gesellschaft übt diesen Druck auf uns aus und wir übernehmen ihn und machen genau das Gleiche mit uns selbst. Das ist genauso mit den Glaubenssätzen, die wir übernommen haben von unseren Eltern, die wir eigentlich überhaupt nicht mögen. Aber wenn wir uns das klar machen, bewusst machen, denkst du, nein, genauso rede ich auch mit mir oder genauso gehe ich auch mit mir um. Oh, genauso diesen Satz benutze ich, den ich nie mochte, als ich klein war. Es ist der Wahnsinn, wenn du das für dich herausfindest. Und darum sage ich immer, lern dich erstmal kennen und nimm den Druck raus. Weil wenn du Druck machst, du siehst, was passiert. Du schiebst ihn immer weiter weg. Und das kann passieren, wenn du schon weißt, wer dein Seelenpartner ist, dass du so einen Druck ausübst, weil du ihn noch unbedingt haben willst. Ich kann verstehen, es ist ja auch gemein. Ich meine, da hast du schon dieses Filetstück, sage ich mal, und dann darfst du es doch nicht mal irgendwie richtig genießen, weil er vielleicht noch nicht kann, weil er vielleicht noch festhängt in der Ehe, weil noch dies oder jenes oder weil er vielleicht von seinem Mindset überhaupt nicht bereit ist, weil das ja auch wirklich neu ist. Seelenpartnerschaften zu leben ist wirklich etwas ganz, ganz Neues, weil da eben, ich sage ja immer, das sind die Rebellen der Liebe, weil die Gesellschaft letztendlich, weil es meistens gegen die Normen der Gesellschaft immer wieder verstößt. Und das ist so schwierig für uns, das auch anzunehmen. Aber eben auch, du weißt ja vielleicht auch, ich channel ja auch Seelenpartner und da ist es auch genauso, den Druck rausnehmen. Weil das Universum, gerade mit den Seelenpartnern, gerade wenn du dir diesen einen ganz besonderen Menschen wünschst, der wirklich für dich bestimmt ist, den du schon durch mehrere Inkarnationen kennst und dadurch diese wahre Liebe leben kannst, bedeutet das aber auch eine Großzügigkeit an den Tag zu legen und wirklich fröhlich und offen durchs Leben zu gehen und nicht den Ego sprechen lassen, sich fertig machen und jetzt muss aber und jetzt muss doch mal und jetzt muss doch mal und jetzt. Nein. Weil das funktioniert nicht, weil dann bist du wieder in dieser niedrig schwingenden Energie. Und wenn du in der niedrig schwingenden Energie bist, im Mangel, signalisierst du dem Universum, ich bin noch nicht bereit, ich bin noch nicht reif und so kann der nicht kommen. Und darum kannst du völlig relaxed sein. Also als allererstes, wenn du Single bist, egal ob du Single bist oder nicht, du bist so wichtig und wertvoll. Und das wird sich an deinem Status, ob Single oder nicht, da wird sich gar nichts dran ändern. Du bist sowas von liebenswert. Und einfach mal schauen, was ist denn da, wenn du jetzt wirklich den Wunsch hast nach einer Partnerschaft, wirklich mal versuchst für dich herauszufinden, das können wir natürlich auch in meinem Befreiungs-Channeling machen, herauszufinden, was ist denn da für eine Blockade? Ne? Wie denke ich über Partnerschaft? Was heißt es, eine Partnerschaft einzugehen? Liebe, Mann, was habe ich da für Glaubenssätze auch, um da einfach für dich mal herauszufinden, wo sitzt denn da die Blockade, dass du an der arbeiten kannst, dass du die auflösen kannst. Und Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Fang schon morgens damit an und schenke dir die Liebe, die du dir letztendlich immer von anderen gewünscht hast. Das macht einen enormen Unterschied und du weißt ja auch, High Five. Es ist einfach, du schenkst dir so einen Mehrwert und strahlst von innen, weil es fängt alles hier an. Alles fängt hier an und du bestimmst, ob es dir gut geht oder nicht, ob du glücklich bist oder nicht. Und auch, ob du bereit bist für einen Seelenpartner oder nicht, ob du bereit bist für eine Partnerschaft oder nicht, das bestimmst du alles hier in dir. Dein Mindset, dein Heartset, dein Soulset, alles zusammen. Du hast hier in dir etwas abgespeichert, was dir bisher einfach, sage ich mal, das noch nicht dir noch nicht die Möglichkeit gegeben hat, eben mit diesem besonderen Menschen zusammen zu sein. Oder du hast dich vielleicht in irgendwas gestürzt, nur um einen Mann zu haben. Das hat alles eine Ursache. Aber bei Seelenpartnern kann es eben auch durchaus sein, dass er noch nicht kann. Vielleicht bist du schon total bereit und hast alles gemacht, was du machen konntest sozusagen. Wie gesagt, ihr wächst und reift ja auch noch gemeinsam. Ne? Also du musst jetzt nicht komplett fertig sein mit deiner Selbstliebe, nein. Aber damit schon mal ganz, ganz anfangen und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich, wirklich aus tiefster Überzeugung an deiner Selbstliebe arbeiten und die wirklich auch üben und trainieren, die einfach für dich anwenden. Weil dann wirst du auch all diese Umstände, sage ich mal, diese Herausforderungen viel, viel besser meistern können, weil du
dich gerade machen kannst, weil du dich von innen stärkst, weil du von innen stabil bist, weil es dir auch erlaubt, dadurch viel mehr mit dem Herzen zu sehen und dann mit deiner Seele. Und das heißt, du kannst viel großzügiger sehen. Das kennst du doch, wenn du in deiner Mitte bist, in deiner hochschwingenden Energie, reagierst du doch viel relaxter auf das, was um dich rum passiert oder was dir passiert oder welche Herausforderung da ist, als wenn du im Mangel bist. Wenn du das Gefühl hast, du bist es nicht wert, du bist nicht liebenswert, da kommt keiner. Eins lass dir gesagt sein, und das war auch das, was mich auch so extrem motiviert, dass ich wusste, ihn gibt es. Ihn gibt es. Diesen einen Mann, den ich von klein auf an wusste, dass es ihn irgendwo gibt, dass ich diese Bestätigung durch das Universum bekomme, dass es ihn wirklich gibt. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben und so viel Power. Da hieß es ja eigentlich nur noch wann, aber nicht jetzt, das muss jetzt aber dann oder dann oder dann. Nein, völlig egal, er wird kommen. Er wird kommen, er ist ja schon da. Es ist nur eine Frage der Zeit und diese Zeit genieße ich, so gut ich nur kann. Und darum ist es immer so wichtig, ich habe ja auch schon das Video darüber gemacht, wie du deine Wartezeit nutzen kannst, welche Chance da drin ist. Vielleicht ist jetzt die Zeit für deine Seelenaufgabe, dich darum zu kümmern, können wir alles channeln. Aber ich wäre zum Beispiel, hätte ich Lutz schon viel eher kennengelernt, wäre ich bestimmt nicht alleine nach Kapstadt gegangen, um mich zu finden. Nein, hätte ich nicht gemacht. Dann hätte ich, wir hätten was anderes gemacht. Aber dieses Geschenk, das möchte ich nicht mehr missen, das möchte ich nicht mehr hergeben. Und darum, ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und du wirst auch so stolz auf so viele Dinge sein, die du jetzt für dich einfach auch nochmal nutzen kannst, wenn er noch nicht kann, wenn er noch nicht da ist, was auch immer der Grund sein mag und du noch Single bist. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dich erkennst und dir auch klar machst, du bist Single. Ja, aber nicht krank. Du bist ein ganz, ganz wundervoller Mensch. Und wenn du wählerisch bist, bist du wählerisch. Und das ist sehr gut, weil die meisten machen den Fehler, dass sie sich einfach in eine Beziehung reinstürzen. Ja, und dann haben sie den Schlamassel und kommen da nicht wieder raus, weil sie dann natürlich in irgendwelchen Abhängigkeiten sind, Angst haben, allein zu sein und all diese ganzen Sachen. Nee, bereite dich vor. Bereite dich vor, weil das stärkt dich auch extrem, weil du weißt, was du willst. Im Business weißt du auch, was du willst. Also gönn dir das auch in der Liebe. Ja, meine Liebe, das war's für heute. Wenn du Lust hast, freue ich mich über ein Like. Abonniere auch gerne meinen Kanal, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Du wundervoller Single. Auch auf dich. Ja, auch für dich ist ein ganz, ganz wundervoller Seelenpartner da. Du bist nicht allein. Und genieße deine Zeit. Genieße deine Zeit und mach all das, was du nicht machen würdest, wenn der Partner schon da ist. Wie gesagt, nutze deine Wartezeit und liebe dich, so doll du nur kannst. Denn du bist das Wertvollste und Wichtigste in deinem Leben. Und vergiss nicht, die längste Beziehung, die führst du mit dir selbst. Also, love and smile, so oft du nur kannst. Dein Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Ja, du bist einzigartig, du bist ein Geschenk. Pack es aus.